So, und wie angekündigt schauen wir jetzt nach New York zu den Vereinten Nationen und lauschen den Worten von Annalena Baerbock. Annalena Baerbock hat gerade den peinlichsten Auftritt der deutschen Diplomatie der letzten Jahre hingelegt. Ihre schlechten Englischkenntnisse und ihre protzigen Gesten sind ein Schlag ins Gesicht der Professionalität von Diplomaten wie Helga Schmidt, Christoph Heusgen oder Wolfgang Ischinger. Sie tat dies nicht ohne Grund. Man würde hoffen, dass Annalena Baerbock, die für ihre 180 Kilometer lange Reise sogar Luftunterstützung benötigte, aus den Schlagzeilen verschwinden würde. Doch jetzt sind die Medien in Aufruhr und ich glaube, die meisten von uns auch. Es ist demütigend und peinlich. Baerbock ist in New York angekommen und frisch zu Werke gegangen. Die Tagesschau weiß, Baerbock sieht sich als Brückenbauerin. Baerbock strebt ein neues Kapitel bei den Vereinten Nationen an. Die frühere Außenministerin präsentierte ihre Vision als designierte Präsidentin der UN-Vollversammlung. Sie wolle allen Mitgliedstaaten dienen und Reformen vorantreiben. Und erst die Yellow Press, die bunte titelt, Annalena Baerbock begeistert in New York und sticht optisch hervor. Wörtlich dann, die ehemalige Außenministerin Annalena Baerbock bestreitet ihren ersten Auftritt bei der UN in New York. Dort zeigt sie sich wie gewohnt stilsicher. Wer solche Fans in den Redaktionen hat, braucht keine Freunde mehr. Ja, das kommt davon, wenn man der Bunten glaubt, wenn man den ehrlichen Blick in den eigenen Spiegel scheut und nur das liebedienerische zweiter Hand gefertigte Bild liebt. Für Narziss endete das übrigens tödlich. Und was haben wir? Eine furchtbare Schande. Da stolziert eine 44-jährige Frau durch den UN-Bau und den leeren UN-Plenarsaal. Sie lässt sich für die sozialen Netzwerke dabei filmen und redet dazu in ihrer gewohnten, leichten Sprache redundanten Stuss. Auf Instagram lässt sie Folgendes von sich vernehmen. As one door closes and a nude, sick government is in place in Germany. Another just opens. And I'm here now from Germany in New York to present myself as the candidate of my country. Zu Deutsch, wenn sich eine Tür schließt und in Deutschland eine nackte Regierung im Amt ist, öffnet sich gerade eine andere. Und ich bin jetzt von Deutschland aus hier in New York, um mich als Kandidat meines Landes zu präsentieren. Schade, dass diese Frau nicht einmal ein vernünftiges Zitat liefern kann. Baerbock verdreht außerdem Alexander Graham Bells Weisheit, indem sie as statt when verwendet. Baerbocks Englisch ist hervorragend. Der kleine, aber feine Unterschied in der Verwendung von as und when ist Baerbock wahrscheinlich genauso fremd wie vieles andere. Klar, ein Versprecher. New und unnude kann man ja einmal verwechseln. So wie 180 und 30 Grad. So wie Beacon of Hope und Bacon of Hope. So wie das Einfliegen von Klimaflüchtlingen aus hunderttausenden Kilometern bei einer weltweit längst möglichen Flugstrecke von maximal 20 Kilometern. Und. Gut war und bleibt Baerbock auch immer für Neologismen wie Durchschlafkraft, residenzlose Angriffe, Muffin-Vernichtungswaffen, Ostcocaine, fossile Zeitalter, Transport Huber-Brauber, Eskalisieren, Schwedier, Nebenselbst, Abschotzung. Eine nette Ansammlung von des Baerbock verbale Ergüsse. Lassen Sie mich noch 1, 2 ergänzen. Unvergessen, natürlich, als noch nicht Außen-Fremdschämen-Ministerin, ihr lasst uns Europa gemeinsam verenden, gefolgt von frisch im Amt, keinliche staatliche Einmischung und natürlich much is a stake. Die geldversierte Fahrzeuge. Mein Favorit. Die Fressefreiheit. Ich war nie sicher, was schlimmer ist. Wenn sie Nonsens quatscht. Oder wenn sie ihre linguistisch klaren Momente hat. Nun, 330.000 Euro für eine Visagistin wären wohl logopädisch besser investiert gewesen. Aber all das kommt davon, wenn das Sprechzeug schneller arbeitet als das Denkzeug. Kann man sich damit trösten, dass Baerbock ihr neues Amt als UN-Sitzungsleiterin nur ein Jahr innehat und sich nur ein Jahr lang Peinlichkeiten leisten kann? Wohl kaum. Dieses Talent strebt nach noch höheren. Da werden eines Tages noch andere auf Baerbock weiterem Weg nach noch weiter oben auf der Strecke bleiben. Jetzt auf Baerbocks Weg nach New York zur UNO war es nur die renommierte Diplomatin Helga Schmidt, die Baerbock weichen musste. Aber jetzt tut sie es nicht mehr. Und was denken Sie, wenn Baerbock uns jetzt bei der UNO vertritt? Die ganze Welt sollte sehen, wie die Deutschen in den letzten Jahren regiert wurden. Warum sage ich das? Wir sehen Baerbocks schlechte Leistung. Aber wer hat sie gewählt? Wer hat zugesehen, wie eine profilierte deutsche Diplomatin übergangen wurde,
Nur damit Annalena Baerbock sich bei der UNO selbst inszenieren darf? Die Personalie Baerbock steht mit hoher Symbolkraft für den Fachkräftemangel im politischen Betrieb der späten BRD. Diese Entscheidung fällt nicht allein auf das Konto von Scholz und seiner taumelnden Ampelregierung. Nein, auch Friedrich Merz und seine CDU tragen Mitschuld, denn ohne ihr stilles Nicken hätte diese politische Farce nie Realität werden dürfen. War Baerbock etwa der Preis für einen stillen grünen Konsens zur Kanzlerschaft Merz? Eine Art schmutziger Deal im Hinterzimmer der Macht? Man weiß es nicht. Und das ist genau das Problem. In der deutschen Außenpolitik zählt längst nicht mehr Kompetenz, Erfahrung oder strategisches Denken. Es geht um Bilder, Bündnisse und wer wem gerade nicht wehtun will. Das Ergebnis? Eine Politikerin ohne diplomatische Tiefe repräsentiert Deutschland auf internationaler Bühne und bringt die letzte verbliebene Glaubwürdigkeit der Bundesrepublik in Verruf. Baerbock ist nur das besonders extreme Beispiel für ein allgemeines Phänomen. Die fortschreitende Verblödung der herrschenden politischen und medialen Klasse, das liegt zum einen an den parteipolitisch inzüchtigen Rekrutierungsmechanismen, andererseits daran, dass jene, die tatsächlich entscheiden und nicht in der Politik sind, Seehofer, kein Interesse an wirklich intelligenten, gebildeten und eigenwilligen Politikern haben. Wenn man sich die Infrastruktur in Deutschland anschaut, hätte sie hier sehr viel zu tun. Leider hat sie keine entsprechende Ausbildung. Oder sollte man sagen, zum Glück? Denn wo Baerbock hinlangt, stürzen auch Neubauten ein. Und wieder ein Beweis, dass es Merz nicht um Deutschland, sondern nur parteipolitisches Hinterzimmergeschachere zum eigenen Machterhalt geht. Um den Grünen gefällig zu sein, hat er Baerbock einer erfahrenen Diplomatin vorgezogen und wissentlich in Kauf genommen, Deutschland zu blamieren. Man kann viel über Frau Baerbock lachen, über ihre Versprecher, ihre bizarren Neologismen, ihren Stolz auf ein Studium ohne Abschlussnachweis. Doch die Farce endet nicht bei ihr. Nein, das eigentliche Desaster ist, dass eine Regierung nach der anderen es zulässt, ja sogar aktiv betreibt, eine derart ungeeignete Person auf einen der wichtigsten internationalen Posten zu hieven. Baerbock ist nicht das Problem. Sie ist das Symptom einer tief maroden politischen Kultur, in der Parteikalkül und Signalwirkung mehr zählen als Kompetenz und Staatsverantwortung. Man hätte Helga Schmidt nominieren können, eine Frau mit jahrzehntelanger Erfahrung, respektiert in New York, Brüssel, Teheran, Moskau. Aber stattdessen setzt man auf eine Politikerin, deren außenpolitische Bilanz geprägt ist von Peinlichkeiten, moralischer Selbstüberschätzung und diplomatischer Tollpatschigkeit. Und warum? Weil die Ampelkoalition zerbricht, Scholz schwach ist und Merz längst jeden Rest von Haltung gegen Grüne, Bevormundung eingetauscht hat gegen ein paar Stimmen für haushaltspolitische Manöver. So wird Macht verwaltet, nicht geführt. So geht Ansehen verloren, nicht verteidigt. Dass Baerbock zur Vorsitzenden der UN-Vollversammlung durchgedrückt wurde, ist nicht nur eine Missachtung internationaler Diplomatie, sondern auch eine Ohrfeige für jeden Bürger, der noch an Qualität in der Politik glaubt. Es ist ein Akt der Selbstentblößung, nicht nur von Baerbock, sondern von einem ganzen Regierungssystem, das unfähig oder unwillig ist, sich selbst zu korrigieren. Und eines vielleicht gar nicht so fernen Tages, im September 2021 endet ihr UN-Ausflug, steht Baerbock plötzlich wieder in Berlin. Wenn sich keine neue Bühne findet, wird eben in der Hauptstadt weiter inszeniert. Und wer weiß, welche Posten dann wieder als Tauschware herhalten müssen. Wenn eine 18% Union mit den Grünen kungelt. Gott bewahre! Nicht vor den Prozenten. Die erledigt AfD bei der nächsten Wahl, sondern vor schwarz-grüner Kungelei und der Horrorvorstellung Baerbock im Schloss Bellevue.